Mein Name ist Thomas Adam, ich bin 56 Jahre alt. Ich habe 16 Jahre auf der Straße gelebt. Jetzt habe ich aber nicht auf der Straße gelebt, weil ich gerade mal Lust oder weil ich Zeit hatte und weil das so schön ist, sondern weil ich alkoholkrank bin. Ich bin irgendwann mal von der Caritas angerufen worden und die Caritas hat zu mir gesagt, da sind ein paar Studenten von der Goethe-Uni, die wollen irgendeine Führung mit den Obdachlosen machen, ob ich da Interesse hätte. Und dann bin ich da hingegangen, dann habe ich mich mit denen unterhalten, mit den Studenten. Und das, was die mir erzählt haben, das hat sich für mich erstmal ein bisschen irre angehört, weil ich da gar nicht so richtig was mit anfangen konnte. Eine Führung als Obdachloser, da wusste ich erstmal gar nicht, was ich da erzählen soll. Und haben wir dann irgendwann mal so eine Probeführung gemacht. Ja, und das ist, wie soll ich sagen, die Leute waren zufrieden und dann haben wir die Führung weiter ausgebaut. Kommt doch ruhig ein bisschen dichter, da muss ich nicht so laut reden. Also ich bin damals schon in meiner frühesten Jugend immer mit Alkohol konfrontiert worden. Alkoholismus ist auch eine unheilbare Krankheit, die kann man nur zum Stillstand bringen. Wie ich so 30 war, war ich vom Alkohol so abhängig, dass mein Chef mir nahegelegt hat, ich soll aufhören zu saufen. Meine Frau hat mir nahegelegt, ich soll aufhören zu saufen. Und irgendwann hat mich dann meine Frau rausgeschmissen und mein Chef hat mich dann auch rausgeschmissen und so bin ich dann auf der Straße gelandet. Und davon will ich euch mal ein bisschen erzählen. Also wie ich auf der Straße gelebt habe, da habe ich nicht nur gebettelt und geschnurrt, sondern da habe ich auch geklaut, betrogen, gelogen, enttäuscht, also das volle Programm. Also für mich ist das wichtig, ich habe die Zeit über, wo ich auf der Straße gelebt habe und auch jetzt, habe ich immer nur geholt, aber nie zurückgegeben und durch diese Touren, die ich mache, kann ich was zurückgeben. Also die Kohle, die wir da erwirtschaften, die kommt ja zum Teil mir zugute und zum Teil anderen Obdachlosen. Hier habe ich früher immer freitags gebettelt, vorm Rathaus. Hier haben freitags immer Standesamt, hier heiraten freitags immer die Menschen. Und die heiraten ja immer freitags, damit die silberne Hochzeit wieder auf dem Freitag ist, damit sie richtig Gas geben können. Deswegen, das ist so. Und da habe ich mich immer freitags, habe ich mich da drüben immer auf eine Bank gesetzt. Ne? Und wenn das Brautpaar rausgekommen ist, dann bin ich von da hinten auch hierher gekommen. Dann habe ich geguckt, wer der Schwiegervater sein könnte. Und dann habe ich immer laut gerufen, lieber ledig als erledigt. Und ob sie eventuell mal Geld für mich haben, damit ich einen saufen kann. Von 10 Mal hat das 2-mal geklappt, dass ich Geld gekriegt habe. Und wenn ich denn Geld gekriegt habe, dann war das nie unter 50 Mark. Nie. Dadurch, dass ich jetzt die Touren da am Eisernen Steg mache und das ja auch recht gut läuft und ich auch jetzt gefestigt bin, also Erfahrungen gemacht habe, traue ich mir zu, noch eine Tour durch den Bahnhof zu machen. Vor allem ist das authentischer. Bahnhof und Obdachlose ist Kultur. Solange wie es Bahnhöfe gibt, solange halten sich da Obdachlose, Kleinkriminelle, Nutten. Das ist so das Bahnhofsmilieu. Und als Obdachloser habe ich mich da auch immer wohlgefühlt. Man ist da sehr anonym. Man fällt da nicht so auf. Hier gab es mal einen Obdachlosen, der hieß Samson. Der hatte Wasser in den Beinen. Der konnte überhaupt nicht mehr laufen. Der hat immer nur da gehockt. Aber was der schnorren konnte hier, die Leute sind stehen geblieben. Also das kann man gar nicht nachmachen. Hier auf dem Hamburger Fischmarkt hier. Wie der das gemacht hat hier, da haben wir gerne beigesessen, weil der immer viel Kohle angerudert hat und hat dann immer einen ausgegeben hier. Also ich habe ja über 20 Jahre keine eigene Wohnung gehabt. Überall, wo ich gewohnt habe, war ich geduldet. Und wie ich denn mit einmal eine eigene Wohnung hatte, das war natürlich schon krass. Die Tür hinter sich zumachen und zu wissen, ich bin hier der Chef in der Wohnung. Da musste ich mich erstmal mit abfinden. Das war schon eine Umstellung.
Das hat lange gedauert, bis ich damit zurechtgekommen bin. Dass ich der Mieter bin und dass da draußen Thomas Adam dran steht. Der Kaffeemann, der geht voran, das ist der Kaffeemann. Oh Mann. Muss noch eine Tasse holen. Der Homer Simpson ist der Mann, wo jeder Mann sich wünscht, so zu sein. Warum? Er hat eine bildhübsche Frau, der hat 3 kerngesunde Kinder, ist Sicherheitsexperte im Atomkraftwerk, verdient viel Geld, darf alles. Seine Frau holt ihn immer wieder aus dem Dreck raus. Seine Frau ist bildhübsch, war sogar schon mal im Playboy. Ja, Alter, hör mal zu, was will der mehr? Was sind das für Leute auf dem Foto? Hä? Was sind das für Leute auf dem Das sind die von Straßenblick, die ganzen Studenten, siehst du da, das ist der Tim hier, da ist der Rasmus, da sind die. Das war das erste Mal, wo die Medien mit uns zu tun hatten. Das war das erste Mal, wo der mitgelaufen ist. Ne? Dann kam noch, dann kam die hier noch. Nee, gar nicht wahr, die nicht. Also ich war eigentlich in jeder Zeitung war ich eigentlich drin hier. Am besten hat mir das hier gefallen. Haben die so ein ganz großes Ding gebracht hier. Und jetzt bin ich froh, wenn nichts mehr gebracht wird hier. Also wenn vor 20, 30 Jahren hätte ich mir einen Arm dafür ausgerissen, dass wenn ich mal im Fernsehen gewesen wäre oder so. Aber wenn man sich selber in der Klotze sieht, so erfrischend ist das nicht. Hä? Warum? Ja, weiß ich nicht. Überleg mal, ich bin durch dieses Projekt bin ich zum bekanntesten Alkoholiker von Frankfurt gemacht worden. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ja, aber ansonsten ist das Wohnen ist sehr angenehm hier. Also mit meinen Nachbarn hier auf dem Flur habe ich Top-Verhältnis hier. Ja, also meine Nachbarin hat zum Beispiel meinen Reserveschlüssel. Na, das ist unwahrscheinlich wichtig. Bevor ich die Touren gemacht habe, hat das ja schon jeder gewusst hier, dass ich Alkoholiker bin. Ich mache da ja keinen Hehl draus. Dadurch, dass ich auch schon öfters in der Zeitung war, ne, wenn ich mal einen im Fahrstuhl treffe oder so, oh, da habe ich dich gestern wieder in der Zeitung gesehen. Also das ist schon geil. Also es macht mir eigentlich Spaß, in der Gesellschaft angekommen zu sein. Na, früher habe ich ja zur Gesellschaft nicht dazugehört. Aber jetzt bin ich angekommen. Hat aber auch lange gedauert. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo Bier kein Alkohol war. Das hat einfach dazugehört. Und es hat auch dazugehört, dass der Junge in der Familie, dass der mit 14 schon mal ein Glas Bier mit seinem Vater trinken durfte. Das war sogar in der Kneipe so. Wenn ich als 12-jähriger Bengel mit meinem Vater in eine Kneipe gegangen bin, dann hat der Wirt schon von sich aus gefragt, für den Junior ein Baby. In Hamburg ist für den Junior ein Baby so ein 0,1er Glas Bier. Das durfte man trinken als Kind schon in der Kneipe. Und wenn ich zu Hause war und es war Sommer und es war richtig kalt, es war richtig warm, dann durften wir Alsterwasser trinken. Und in Hamburg gibt es Bier gemischt mit weißer Limo. Das nennt sich Alsterwasser. Das schmeckt richtig gut hier und löscht auch richtig den Durst. Und als Kinder durften wir das trinken. Und wenn du da 2 von den Arsch hattest, dann warst du besoffen. Ich kann mich an so manche Abende erinnern, wenn ich abends als Kind ins Bett gegangen bin, wo ich das linke Bein rausgestellt habe, weil ich gedacht habe, ich hebe gleich ab mit meinem Bett hier. So hat sich alles gedreht. Ehrlich, ich lüge da nicht, das ist so. Da war der Plus drin.
Da wurde mehr geklaut wie verkauft, deswegen haben sie noch zugemacht. Wenn man hier geschnurrt hat, dann war Pflicht erstmal einen Zehner machen für die erste Flasche. Und wenn die dann da war, die erste Flasche, dann hatte ich meine Droge, dann ging es mir gut. Und dann ging es auch mit dem Schnurren einfacher, weil man dann ja schon dann war man erleichtert. Man hatte ja schon mal seinen Sprengstoff. Ne? Also der Alkohol war für mich genauso wichtig wie für einen Junkie sein Heroin. Ne? Ohne ging bei mir gar nichts. Und ich hatte auch Panik, wenn ich keine Kohle hatte und nicht wusste, wo kommt jetzt eine Flasche her. Dann war mir jedes Mittel recht, erstmal an den Buddel ranzukommen. Wie, war mir völlig wurscht. Alkohol, wenn man ihn trinken muss, dann macht das keinen Spaß mehr. Wenn man ihn trinken darf oder kann, wenn man mal Lust dazu hat, ist das eine ganz tolle Sache. Aber wenn man ihn trinken muss, dann ist das Schrott. Vor allen Dingen morgens, bis der erste Schluck mal drin bleibt. Der fährt erstmal Fahrstuhl, der geht erstmal hoch und runter. Du kotzt du den wieder aus. Und, weil der Körper ihn gar nicht mehr annimmt. Und dann trinkst du und dann geht der erste Schluck endlich runter. Und dann, das schöne Gefühl hier. Das ist schon gut. Aber das muss ich nicht mehr, das ist auch das Gute, dass ich das nicht mehr brauche. Früher musste ich ja trinken, heute nee. Wenn man mal ins Gespräch kommt mit einem anderen Obdachlosen und dass man darüber redet, wie man dazu gekommen ist, dass man obdachlos geworden ist, dann redet keiner die Wahrheit, dann sagt jeder, die anderen sind schuld. Ne, die Frau ist abgehauen mit dem besten Kumpel und hat das Sparbuch mitgenommen und deswegen ist er obdachlos. Ich war ja früher auch so, dass ich immer den anderen die Schuld gegeben habe. Nicht ich bin schuld, dass ich auf der Straße lebe, sondern die anderen. Das ist auch einfacher, dann damit umzugehen, wenn die anderen schuld sind. Und solange die anderen schuld sind, solange ist man auch nicht bereit, was zu tun. Weil wenn doch die anderen schuld sind, warum soll ich denn was tun? Sollen doch die anderen was tun. Deswegen dauert das auch alles so lange und ist so eine langwierige Sache, bis man sich da rausgeholt hat. Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen dauert es länger. Aber ich weiß von vielen anderen, dass es bei denen auch lange gedauert hat, bis die Einsicht kommt. Überhaupt die Blicke so von den Menschen, wie die einen von oben herab angeguckt haben. Das war sehr peinlich, da habe ich mich immer sehr geschämt. Deswegen habe ich auch aufgehört, weil ich das nicht mehr aushalten konnte. Überall wird schon signalisiert, du nicht. Also erstmal mache ich diese Führung, weil sie mir auch gut tun. Ne? Sucht ist eine unheilbare Krankheit und es ist ganz gut, durch diese Führung kann ich mich immer wieder daran erinnern, wie ich mal war und wie ich nicht mehr sein will. Also es tut mir auch gut, darüber zu reden. Aber ich will jetzt mit diesen Führungen, will ich eigentlich nur, wie soll ich sagen, dass man auf Obdachlose anders guckt. Dass die Menschen, die obdachlos sind, dass die krank sind, dass die nicht freiwillig auf der Straße leben, dass sie sich das nicht ausgesucht haben, dass sie eben krank sind. Und gleichzeitig kann ich aber auch mit den Führungen zeigen, dass man da rauskommen kann und dass der Hilfeapparat in Deutschland da gut funktioniert. Jemanden dabei zu unterstützen, den richtigen Weg wieder zu finden. Man muss diese Hilfe nur annehmen. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass du da hinten auf der Straße gewohnt hast und jetzt hier im Hochhaus auf die Skyline schauen kannst? Ja, das ist ein geiles Gefühl. Ne? Das ist ein geiles Gefühl, ist das. Ich bin aber jetzt schon so lange trocken, dass ich mir das manchmal selber nur noch schwer vorstellen kann, dass ich mal auf der Straße gelebt habe. Okay. Ja, das ist mittlerweile so. Die Zeit heilt alle Wunden. Hast du da manchmal Sorgen, Worüber? dass das wieder so passieren könnte? Nee. Solange ich nicht leichtsinnig werde, so lange passiert auch nichts. Was heißt leichtsinnig? Naja, dass ich mich in den falschen Kreisen bewege. Ne? Also ich muss aufpassen, dass ich nicht leichtsinnig werde. Du weißt, jeder weiß doch, wie das ist. Wenn es den Arsch zu gut geht, fängt er an zu reiten.
kann das schon passieren, dass man mal wieder zugreift. Ne? Aber ich passe da schon auf. Aber wie ist das, wenn du, was ja erzählt, dass du auch mal Leute von früher triffst, die auch jetzt noch obdachlos sind? Wie ist das denn, wenn du dich mit denen unterhältst? Ja, dann werde ich doch ein bisschen wütend. Wütend, warum? Ja. Weil es muss ja keiner auf der Straße leben. Ich habe es ja auch geschafft. Warum versuchen die es nicht wenigstens auch mal? Ja. Und zum Zweiten ist das, wenn ich mit jemandem rede, der heute noch auf der Straße lebt, den ich von früher kenne, dann ist das für mich so, als gucke ich in den Spiegel. Verstehst du? Mhm. Ja, weil genau so war ich ja auch mal. Und dann gucke ich in den Spiegel und dann werde ich böse. Vielleicht auch böse auf mich, ich weiß es gar nicht richtig, aber irgendwie ist das nicht mehr so, wie es mal war. Das ist ja nicht, dass ich was gegen die Leute habe oder dass ich besser bin wie die. Ich bin ja nicht besser. Aber ich habe mich halt verändert. Und ich will dann halt mit denen auch nichts mehr so, ne, hallo, guten Weg und so, alles klar, das kann man machen. Du gibst den Leuten also auch nicht Tipps, wie sie von der Straße wegkommen oder so? Wenn sie mich fragen würden, ja. Aber ich gehe jetzt nicht hin, du musst das und das machen. Muss doch jeder selber wissen, was er macht. Und vor allen Dingen jeder, der auf der Straße lebt, weiß, was er machen muss. Und er weiß aber auch, wie schwer es ist. Mhm. Ja, und jetzt gehe ich noch hin und rede den ein, hör auf und mach einen auf gut Wetter oder was? Nee, vor allem wollen die das gar nicht hören. Mhm. Ne, ich wollte das damals auch nicht hören. Ne, und das wollen die heute auch nicht hören. Und wenn einer merkt, dass er was machen muss, dann wird er was machen, von alleine. Das macht er ganz von alleine dann. Es gibt natürlich welche, die man mal ein bisschen anschubsen muss. Aber ich bin nicht derjenige, der die anschubst. Das will ich auch gar nicht sein. So, jetzt kommt die Sonne. Oh.